So Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein Highlight des heutigen Schlachtnachtfestes ist natürlich dieser Ford Mustang, besser bekannt als 2020er Mustang Shelby GT 500 von Maestro. Also richtig neues Modellauto, und ich muss sagen, das Ding ist richtig geil, ne? Er kostet im Schnitt zwischen, ja, wie man Glück hat, zwischen 25 und 50, 60 Euro. Und ich muss sagen, das Ding ist echt geil. Ihr seht schon, Motorhaube geht auf, Tür geht auf, Kofferraumdeckel geht auf. Und der Blick hinein verspricht auch schon viel Gutes. Ihr seht nämlich auch schon eine Gurte. Ein schöner dicker Motorblock. Der ist echt geil. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil die Verpackung stark beschädigt war. Und man konnte nicht ausschließen, dass er weitere Defekte hat, wegen der starken Verpackungsschäden. Stand die Gefahr einfach zu groß, dass da irgendwo noch ein Bruch ist oder ein Fehlteil. Das konnte man nicht mehr ausschließen, und deswegen wird er zerlegt. Bevor das Modellauto wieder in Umlauf kommt und reklamiert wird, weil irgendwas nicht gesehen wurde. So, Farbkombination weiß mit blauen Streifen ist natürlich der Hammer. Allein schon die Designsprache von dem neuen Modell hier, die Scheinwerfer mit Blinker und einfach nur Hammer. Ich bin jetzt nicht der super Mustang-Fan, ne? Aus einem ganz einfachen Grund: wenn man auf ein US-Car-Treffen geht oder ein Oldtimer-Treffen, da kommen immer hunderte Mustangs. Da hat man schon, da sieht man sich ganz schnell satt. Aber der sieht schon richtig geil aus. Der sieht richtig geil aus. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Nicht perfekt, keine Autoart, kein Mini-Gems, brauchen wir ja gar nicht mehr zu erwähnen. Keine Autoart oder sowas Qualität. Darf man ja auch nicht erwarten halt, ne? Bei einer Preisklasse von um die 30 bis 60 Euro. Also wer da Autoart erwartet, der ist da total falsch im Bilde. Aber man hat hier so schöne Details wie hier die Cobra. Dann steht hier vorne auf dem Grill GT 500. Und was ich persönlich auch richtig geil finde, hier auf der Lippe steht Shelby drauf. Das ist schon mega geil. Ford Performance, der Spoiler, das ist einfach ein geiles Modellauto, ne? Wie immer typisch mit Stoßdämpfern. Herstellungsland ist China. Und im Großen und Ganzen auch ein sehr gelungener Unterboden, ne? Normalerweise kann man die Felgen einfach abziehen. Normalerweise wäre ich jetzt Milliardär und müsste jetzt keine Modellautos zulegen. Ach ja, müssen wir halt um die konventionelle Art und Weise machen. Nämlich hier rüber. Die traditionelle Zerlegungsart. Die Felgen sind auch ganz gut geworden, schöne Bremsen. Man sieht hier definitiv, hat sich Maestro richtig viel Mühe gegeben bei der Entwicklung dieses Modellautos. Man sieht's, und es ist auch super geworden. Der Auspuff ist nicht wie früher so komisches Chrom glitzernd, sondern jetzt authentisch grau, Metallic. Aber gut, Metallic ist jetzt nicht so extrem authentisch, aber immerhin. Und da sind doch schon mal die nächsten Schrauben. Also die Bauweise hat sich Zusammenbauweise hat sich definitiv nicht geändert. Das ist cool. So. Und da verbirgt sich bestimmt unter der Auspuffanlage und unter dem Getriebe, ja genau, noch eine Schraube. Hat sich nichts geändert in all den Jahren bei Maestro. Finde ich cool. Treu ihre Qualität. Halt nur das Problem bei Maestro ist halt diese unfassbare hohe Stückzahl, was sie gebaut, und die nie anscheinend Ende Produktion. Der Diffuser auch schön geworden. Wie vorhin schon erwähnt, Gurte hat er, zwar nur vorne, hinten hat man sie weggelassen, aber vorne sind welche. Auch hier schön mit der Schlange auf dem Kopf, auf der Kopfstütze. Es geht. Andere teure Hersteller kriegen das nicht auf die Kette, das Emblem auf die Kopfstütze dran zu machen, obwohl einer im wahren Leben ja einer dran ist.
Schweller. Nur geklippt. So. Das auch Schöne ist, Lenkrad nur gesteckt, Armaturenbrett nur gesteckt. Da bin ich nämlich auch gespannt. Oh, schön. Oh, schön. Guckt euch mal dieses Armaturenbrett an. Man hat hier versucht, Carbon-Optik nachzumachen. Ey, das ist echt gut geworden. Die Cobra-Zeichen wieder. Ist schon nicht schlecht. Und das Schöne ist ja auch, die Türen sind auch nur wieder geklippt. So wie früher. Das heißt, wenn ihr aus Versehen den Spiegel abreißt oder sowas immer, keine Panik. Nur geklippt. Seitenscheibe. Oh, jetzt kommt das erste negative Detail, der Motor. Ich habe gedacht, das wäre ein ganzer Motorblock. Stattdessen ist das auch wieder nur ein Fake. Ich meine, Maestro hat in den letzten Jahren ja viele Fake-Motoren gemacht, aber unter den Fake-Motoren ist das hier auf jeden Fall noch ganz gut. Hier auch schöne Cobra nochmal drauf. Hier steht auch irgendwas geschrieben. Man kann es leider nicht mal richtig lesen, aber es sieht schön aus. Für einen Fake-Motor auf jeden Fall besser. Wenn ich überlege, wie scheiße der von links aussah gerade eben, von Norev, der Golf, dann war das jetzt hier ein Highlight. Und Autoart mit dem Lotus gerade eben hat ja auch ein Paradebeispiel an Fake-Motor gebracht. Leider auch nicht so super. Die Lippe. Die Rohkoste geht auch trotz Hersteller Handicap nicht in die Schrottpresse, ist ja logisch. Ist ja zu neu das Modellauto, da wird bestimmt noch einer geben, der wirklich die Rohkost gebrauchen kann. Und die sieht ja auch noch unfassbar gut aus. So, wir kommen der ganzen Geschichte mal langsam zum Ende hin. So, jetzt muss ich den Kühlergrill abmachen. Was mir jetzt gerade ein bisschen so negativ auffällt, sind diese schwarzen Punkte hier oben. Ich glaube, da sollen eigentlich mal so gefakte Schnellverschlüsse sein. Ich sehe das schon, das Spoiler und die Heckblende ist ein Teil. Und da ich jetzt nicht mit dem Dremel da reinkomme, muss ich das jetzt aushebeln, die Scheiße. Aha.
Sehr fummelig gerade hier. Ich hätte es aber nicht gedacht. Aber das spricht eigentlich für eine gute Qualität, dieses Fummelige hier gerade. Ja, das war das Boiler. So. Hui. So, jetzt noch die Rücklichter. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Hübschen hier. Also ich muss ehrlich zugeben, bin sehr positiv überrascht von dem Modell. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert, wenn nicht sogar mehr. Also ihr könnt hier locker auch mal 50 Euro ausgeben für den. Dann macht ihr nichts falsch, da habt ihr auch kein schlechtes Gewissen. Der ist rundum top. Top. Kann man nichts anderes sagen. Ein gutes Modellauto für wenig Geld. Maestro hat sich selbst übertroffen mit dem Modell. Also ein Riesenlob an diesem Maestro. Hier haben die alles richtig gemacht. Muss noch ein bisschen sauber machen gleich. Geil. Geil, geil, geil. Schön. Es ist mal schön, dass auch ein günstiger Massenhersteller einfach auch mal richtig geiles Zeug abliefert. Ne? Und das hat Maestro mit dem Modell auf jeden Fall geschafft. Ich bin jetzt auch mal gespannt über die Corvette. Die werde ich mir auch noch besorgen. Und gucken, was ist. Der Ford GT. Den muss ich mir auch noch besorgen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Qualität bei den beiden ist. So, das war's. Noch 2 Modelle warten auf euch und dann ist Feierabend. Danke fürs Zugucken, bis demnächst.